Ja, guten Morgen zusammen. Wir sind das letzte Mal angekommen in Port Klang. Ihr seht hier unser Schiff. Also das da, müsstet ihr langsam kennen, nicht das. Ja, was machen wir das letzte Mal, wenn wir jetzt das letzte Mal hier sind? Ich habe natürlich mich ein bisschen auch beraten mit den Ausflugsexperten hier an Bord und ich glaube, ich habe jetzt ein paar ganz coole Ausflüge noch, so, die Sie halt jetzt noch alle so ein bisschen kennengelernt haben und alle wirklich denken, so doch, das ist ganz cool. Und heute haben wir eine kulinarische Rundreise. Das heißt, wir starten hier in einer kleinen Gruppe, angeblich bis zu 8 Personen, und fahren nur aktuell jetzt mal nach Klang, also Port Klang, essen dort Frühstück, traditionelles Frühstück, und fahren erst dann weiter nach Kuala Lumpur. Da geht man dann diverse Sachen anschauen, Little India unter anderem, und essen dort dann typisches Mittagessen. Dann geht es noch ein bisschen weiter und dann zu so traditionellen Holzhäusern. Und dort gibt es dann einen traditionellen Nachtisch. Also mal echt schauen, hört sich richtig cool an. Wirklich halt alles wichtig, traditionell, typisch hier. Von dem her, ich freue mich richtig, geht 8 Stunden. Also ich hoffe, ich habe auch was Cooles für euch. Also genießt es! A tree up on the hill, and days go by on your windowsill, and you're standing in its shade. Raise your children tall and proud, chase away the lightning clouds until you finally get old and gray. We all fade away. Plant a flag and make a stand, and build a fence around your land. But by and by, the stones will crumble down. Life for what it's worth, but one day you'll return to earth and leave your DNA above the ground. So I guess you'll still be around. Through all the troubles that we go through in our lives. Oh wow, also wenn ihr irgendwann mal hier seid und irgendwann diese Chance habt, in ein Jongkok Corporation, keine Ahnung, ich kann das nicht aussprechen. Wenn ihr jedenfalls mal hier seid, geht hier frühstücken. Oh wow, das ist so cool. Hey, das könnte ich jeden Morgen essen, das ist richtig geil. Also das eine war so Reis mit ein bisschen Spacey, also mit scharfer Soße und Anchovies, also Fisch. Da habe ich nicht ganz so viel probiert, halt, weil ich nicht Fischteile davon essen darf oder sollte. Das sei typisch malaysisch. Dann hat er noch gezeigt, was eigentlich typisch indisch wäre. Das haben wir aber jetzt hier nicht gegessen. Und dann dieses typische chinesische, das ist hier an sich das sehr, sehr bekannte. Das ist ein Ei, das noch ein bisschen weicher ist als ein weich gekochtes Eis. Also auch noch das Weiße ist ein bisschen weich, also flüssig, aber nur ein bisschen, also jetzt nicht zu much, also nicht zu viel. Und dann macht man weißen Pfeffer darauf und sich ganz viel und ein bisschen Sojasauce. Und dann macht man das so durcheinander, man hat es gesehen vielleicht davor. Wow, hey, das ist so gut, das könnte ich 10, 20 Eier essen. Wow, richtig gut. Und dann gibt es dazu diesen Toast mit Butter und einer, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, die anderen kennen das, ich habe das vorher noch nie gekannt,
eine Paste ähnlich wie Nutella, aber nicht mit Schokolade oder so, sondern aber genauso süß und das war gerade richtig gut, das war richtig gut und das war erst der erste Stopp. Also wenn es so weitergeht, dann kann ich nicht klagen. So, es kann also sein, dass ich heute mehrfach rede, weil es schwierig ist, wie lecker ist, einfach zu sagen in einem Film, das geht halt nicht. Von dem her, richtig geil. Jetzt fahren wir weiter nach Kuala Lumpur, irgendwann dann Richtung Little India und dann gibt es, glaube ich, indisches Mittagessen. Ach, ich freue mich schon so. Also das müsst ihr mal besuchen, wenn ihr das könnt. Das ist eine Kette, die existiert seit 1940 und gibt diverse Standorte. Ist eher ein bisschen High-Class, also ein bisschen höhere Klasse, ist ein bisschen teurer, aber wir haben jetzt für 7 Personen 12 € bezahlt. 7 Personen, 12 € mit Kaffee, mit Tee, mit diesem chinesischen Frühstück und dem malaysischen Frühstück. Also, das lohnt sich. Past is gone forever. You better leave it all behind. Whoa, the past is gone forever. You better leave it all behind and try.
Ja, hallo zusammen. So, ihr seht, ich bin wieder zurück am Hafen angekommen. Hier hinten seht ihr unser Schiff. Ja, ich sehe auch schon, man steht wieder länger an hier. Das ist gefühlt hier echt noch normal. Das ist ein bisschen schade. Ja, ich bin voll. Ich bin sowas von voll gefressen. Unglaublich. Also echt, ich würde gerne mal nochmal alles Revue passieren lassen. Wir haben heute Morgen angefangen mit dem malaysischen Frühstück, mit diesem Reis, ein bisschen scharfe Soße darauf und diese Anchovies, also die Fische, die Sardinen. Das war okay. Wie gesagt, die Sardinen selber habe ich natürlich nicht probiert. Dann dazu das chinesische Frühstück mit diesem halb gekochten Ei. Ich glaube, da wollen andere noch vorbei. So, jetzt ist das so besser. Mit diesem halb gekochten Ei. Das ist unglaublich gut. Das ist richtig gut. Also wirklich, du hast ein halb gekochtes Ei. Das Weiße ist noch nicht ganz durch überall. Und du machst es so raus, ihr habt vielleicht gesehen, dann zerhackt man das. Dann kommt echt für mich viel weißer Pfeffer drauf. Ich habe das halt genau so gemacht, wie er es gezeigt hat. Und dann ein bisschen Sojasauce. Nicht zu viel, aber es ist an sich der Salzersatz, was wir halt sonst haben, oder Aromatersatz beispielsweise für mich als Schweizer. Das zerhackst du, mischst du drunter. Genial. Wow, also cooler als jedes Rührei oder so. Davon könnte ich gefühlt 20 Eier essen am Frühstück. Richtig cool, richtig cool. Dann gab es dazu diesen Tee. Ist kein Grüntee, ist kein Schwarztee, sondern irgendeine Art Kräutertee, der ähnlich ist wie chinesischer Tee. Aber nur ähnlich, nicht ganz. Der ist unglaublich bitter. Und vielleicht weiß es der eine oder andere, ich mag nichts, das bitter ist. Also wirklich so zum Beispiel das Cinotto, auch ein sehr italienisches, bitteres Getränk, ist so gar nicht meins. Also habe ich da so 3 kleine Löffelchen Zucker reingetan und das war genial. Das Bittere blieb, aber der Nachgang war richtig süß. Also du hast halt wirklich so das getrunken, das war im ersten Augenblick bitter und dann so, und dann kommt so eine richtig geile Süße hervor. Das war richtig geiler Tee. Das war richtig geiler Tee. Dann sind wir weitergefahren nach Kuala Lumpur und sind zuerst im Regen dann angekommen, an diesem Präsidentenpalast oder an dieser Regierungsallee, heißt es, glaube ich. Dann kurz, wie jedes Mal gefühlt, an diesen Häusern mit der Bemalung drauf, an diesem Teil, wo Kuala und Lumpur gefühlt zusammenkommen, also die 2 Flussteile. Und dann, ja, also wirklich alles ganz cool. Wir kamen zu diesem Central Markt. Ich war diesmal nicht mal drin, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ich war durchgehend draußen, denn da haben wir das erste Mal so Bambu irgendwas probiert, diese grüne Süßigkeit. Wow, also da hast du Palmzucker drin und dann dieses Grüne, ich weiß gar nicht, aus was das Grüne besteht. Das wird so in Bambusröllchen gemacht. Die sind nass, die werden gedämpft. Und sobald dieses Röhrchen nicht mehr nass ist, heißt es, dass es jetzt gut ist. Dann nimmst du das raus, machst es in Kokosflocken rein und isst es, wenn möglich, warm. So was Geiles. Hier habt ihr ein Crewmitglied. Hallo! So was Geiles. Oh mein Gott. Ich habe danach aus eigener Tasche einfach eine zweite Portion gekauft. Das war so geil. Das war so geil. Dann habe ich diese 2 Getränke gehabt. Einmal Mango. Richtig gut. Richtig gut. Da habe ich auch selber gekauft. Das war jetzt nicht so inbegriffen oder so. Aber wenn ich schon auf einer Foodtour bin, will ich alles probieren. Und das andere war Honeydew, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wusste, ich kenne diesen Geschmack, konnte es nicht zuordnen. Habe ich nachgefragt und dann meinte er, was Ähnliches wie Wassermelone und das war eine Honigmelone. Also eine grüne Honigmelone, oder wie das bei uns heißt. Ich weiß gar nicht, ob die Honigmelone auch grün ist, aber so diese Melone, die grün ist.
richtig cool, kann ich dir sagen. Also echt. Dann haben wir 2 unterschiedliche Früchte bekommen. Das mit den Haaren, das war echt gut, hat richtig gut geschmeckt. Und danach diese Frucht, die ist ähnlich wie der Lychee, hat so einen Stein drin, war nicht ganz meins, aber war trotzdem cool, einfach auszuprobieren. Er kennt nicht mal einen deutschen und einen englischen Namen dafür, denn das wird nur hier gegessen, also richtig cool. Dann sind wir weitergegangen zu Chinatown und dort haben wir 2 Getränke bekommen. Und zwar einmal dieses Sojagetränk, also nicht nur einfach Sojamilch, sondern schon wirklich ein richtiges Sojagetränk, typisch chinesisch. Und als zweites in dieser Flasche das schwarze Getränk, das irgendwas Kräutermäßiges mit auch wieder dieser Lychee-ähnlichen Frucht darin. Und das Lustige ist, ich habe dieses Sojagetränk zuerst bekommen, also habe ich da 3-4 Schlücke probiert und dachte, das ist doch echt richtig gut. Und dann habe ich das Schwarze bekommen, habe ich das probiert. Und so der erste Schluck war so, gar nicht meins. Aber ich habe eine ganze Flasche, also probierst du weiter und denkst zuerst das Schlechte trinken, bevor dann das Soja trinkst. Und beim zweiten Schluck denkst du so, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Und dann nimmst du der dritte und dann denkst du, wow, eigentlich ist es ganz geil. Und der 4. Schluck denkst du wirklich, nee, jetzt muss ich umhören, jetzt muss ich switchen. Das ist ja besser als das Sojagetränk. Also switchst du, hörst du auf, trinkst das Sojagetränk wieder, denkst doch, alles cool. Trink das Sojagetränk leer, nimm wieder das schwarze Getränk und es ist wieder genau die gleiche Reihenfolge. Der erste Schluck ist einfach und je häufiger du das trinkst, also je mehr Schlücke hintereinander, desto geiler wird es. Also ganz kurios, richtig krass, aber habe ich richtig gefeiert. Und es war nicht nur bei mir so, sondern auch der Jakob, der Guide vom Schiff, der dabei war bei mir, hatte genau dasselbe Gefühl. Das war so wirklich der erste Augenblick, aber je länger er daran nuckelte und trank, desto besser wurde es. Also richtig geil. Dann sind wir Monorail gefahren, war richtig cool. Und dann kamen wir so zu diesem indischen Essen, wo wir mit Händen gegessen haben. Also auch ich habe mit Händen gegessen und für mich noch viel krasser, ich durfte nicht mit links essen. Das ist respektlos, unanständig und. Also ich als Linkshänder mit rechts essen. Ist nicht einfach, für mich alles gut, ich filme in meine Richtung. Das weiß man heute immer nicht. Ja, darum habe ich die Hand vor der Linse. Entschuldigung für die Unterbrechung. Also ich habe alles mit rechts gegessen. Das war genial. Das war richtig gut. Oh mein Gott, das war richtig gut. Also es war wirklich wow. Und das Coole ist, du durftest Reis nachschöpfen und diese Zutaten, nur diese Pouletstücke durftest du nicht nachschöpfen. Wow. Wow, also wir haben wirklich, ich glaube zu dritt oder zu viert von 6 Personen, haben nochmal nachgeschöpft. Das war unglaublich genial. Unglaublich genial. Also wirklich, wow, wir haben uns da vollgestopft. Wir kamen alle kugelrund heraus. Traumhaft cool, richtig traumhaft cool. Dann sind wir noch ein bisschen weiter rumgefahren, noch Photostops gemacht und. Und am Schluss gab es, ich habe kein Foto gemacht, aber das merke ich erst gerade jetzt, noch ganz kurz, wir stiegen nicht raus. Er stieg raus, hat es gekauft, kam zurück und während dem Zurückfahren haben wir es dann bekommen. 3 Arten Pancakes, einmal aus Mais, einmal aus Panana oder sowas, ist eine Pflanze, die einen grünen Saft ausgibt und einmal Vanille. Richtig cool. Und dann wieder typisch malaysisch. Ein süßes Gebäck gemixt mit Mais und Nüssen und Zucker oder Palmzucker oder so. Es war einfach richtig süß, weich, schwer zu beschreiben, aber auch ganz ein spezieller Geschmack, aber richtig gut. Also wirklich, ich kann sagen, ich bin voll, ich bin richtig voll. Ich hätte heute Abend Hanami, also Restaurant hier an Bord, gebucht. Ich gehe gleich dahin und muss es verschieben, denn ich mag gar nichts mehr. Ich bin einfach nur voll. Das war eine unglaublich coole Tour. Also wirklich, also ich habe noch nie so viel Lokales in so kurzer Zeit gegessen und alles war cool. Also wirklich, wow. Wenn ihr mal hier seid mit dem Mein Schiff und einen Ausflug bucht und ihr seid in Port Klang und wisst nicht was machen, schaut, ob ihr
die Food-Tour machen könnt. Im kleinen Kreis. Genius. Also wirklich, die ist genial. Die ist wirklich wow. Ich habe die richtig genossen. Ist immer schwierig rüberzubringen mit Fotos und Filmen, wie cool das ist. Vor allem, wenn man mit den Händen ist, dann findet man gar nichts mehr. Weil die Hände natürlich dann voll mit Curry sind und so. Aber ich kann es euch nur sagen, das war richtig cool. Tut mir leid, dass ich jetzt 10 Minuten gesprochen habe. Ich höre gerade auf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr es bis jetzt angeschaut habt. Und man sieht sich in 2 Tagen.